Hallo und herzlich willkommen zu, Leute, ich weiß es gar nicht, 37 oder 38, ich glaube 38, Folge 38 auf jeden Fall sind wir in der letzten Folge mit Kapitel 5 von The Legend of Heroes Trails in the Sky SC fertig geworden und genau hier stehen geblieben bei Josette und ihrem Where's in Kapitel 6. Also das offizielle Banner gab es zwar noch nicht und es wird natürlich jetzt auch diese Folge wieder ein bisschen Nebenquest-Gedöns geben, aber wir sind im Grunde genommen jetzt in Kapitel 6 und werden uns nun der Frage widmen, was passiert jetzt, nachdem wir alle 5 Regionen, ne 4, Juan, Bose, Roland, Gracel und Seis, also doch 5, indem wir alle 5 Regionen schon erkundet haben. Jetzt müsste es ja eigentlich abgehen und das stimmt auch, aber ich rede schon wieder viel zu lange um heißen Brei rum. Was genau jetzt passiert, werden wir nämlich sehen, aber natürlich erstmal mit diesem kleinen Zwischenspiel und diesem Schwenker in Richtung Joshua, was er jetzt eigentlich gerade macht, denn er ist ja immer noch unterwegs mit den Sky Bandits, den Kapuas. Was zur Hölle treibt der Typ? Ja, fragt sich Josette mir auch. Was zur Hölle geht hier ab? Genau in dem Akzent auch bitte. Oh, there you are. There you are. There you are. I can see the moon more clearly from here. And I can feel the breeze on my face. Oh, you're being so mysterious, Joshua. Ach ja, übrigens, letzte Folge war ein Drache, ne? Falls ich nochmal daran erinnern wollte und den noch mehr erleben wollt. Es war ein Drache. Es war fucking awesome, also wirklich. Wollte ich nochmal so sagen. Yep. Okay, looks like you aren't just trying to be cool. This is the sort of thing your job takes, isn't it? The moonlight, the position of the clouds, the flow of the wind, every detail is vital. Ich finde es so lustig, ich habe mir Joshuas Stimme mal verhältnismäßig tief vorgestellt. Ich habe immer gedacht, so dieser androgyne Schönling ist hart wie Stahl, sieht ganz weich aus und müsste eigentlich eine nicht ganz tief, aber tiefere Stimme haben. Wenn ihr das mit japanischer Synchro spielt, werdet ihr irgendwann hier vielleicht auch mal auf diesem Kanal feststellen, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre es dauert, bis wir da mal ankommen, dass er eine sehr, sehr hohe Stimme hat. Vielleicht bin ich deswegen dadurch ganz geeignet. Naja. I wish to lower the possibility of failure as much as possible. Lower the... Don't say it like that, you idiot. If you fail, you'll die, you know? Don't worry. The possibility of my failure is very remote. Back in my previous life, I used to conduct missions like this every day. The real danger will come if I succeed. Hey Joshua, do you really absolutely need to do all this? You're Erebonian, same as us. I mean, yeah, circumstances mean that none of us can really go home, but I just don't get it. Why do you feel like you owe this piddly little backwater anything? Just let these Ouroboros idiots do whatever they want to it. And hey, it's still not too late, you know? You can come with us, away from Liebel. We can head out for some independent state and raise our flag there, you know? And hey, if you really don't like the whole Sky Bandit gig, we can try and find something else to do. I was talking to Carl and Don, and we're thinking the Bobcat could make a good legit shipping vessel, you know, speed and all. An airship delivery service, das finde ich so cool, weil da habe ich nie dran gedacht, dass das hier schon mal fällt. Aber das wird wirklich passieren, und zwar, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele später. Heieiei. Foreshadowing at its finest. Englisch und Jonas ist einfach ein unschlagbares Combo-Dingen. I could see it having some potential. Demand for that kind of service is certainly going up. It'd be a safer job than Sky Banditry at any rate. Well then, technically we do have some berths open. That you do. Once I've crushed the society's plan, and if I manage to survive, I'll think it over. You needn't worry, this completes our contract. As promised, your cooperation here means I'll consider the favor you owe me redeemed. You can depart whenever I won't mind. I get it. You idiot, moron, jerk. Who the hell was talking about debts? Forget it. Who cares about you? Just go leap into danger and die if that's all you want to do. Natürlich verliebt sie sich auch in Joshua. Welches von diesen Mädchen verliebt sich eigentlich nicht in ihn, ist eher die Frage, ne? I'm sorry, Josette. Das ist gemein. Joshua wusste genau, was sie meint. Er hat's nur nicht ausgespielt. Adios, Mercy. Not easy playing dumb, is it?
Sie extra ein bisschen doof gestellt, damit es für Gisette einfacher ist. Kyle. I do wish she'd finally grow out of her more childish tendencies. Even so, I think you could have handled that better. That's true. I cannot apologize, but I do feel sorry for what I've done to her. Man, you sure have an odd way of being nice, Trey. You want to make it up to her? Give that offer some serious thought. Assuming, of course, you won't be joining up again with your nice young bracer lady after this. No, that won't be happening. In the end, the worlds we live in are too different. She and I should never meet again. It's for the best. Well, if that's how you think, in that case, Gisette's offer does have some appeal, yeah? It does. I'm going to give it some thought. Frech von ihm, dass er einfach sowas ohne mit der Wimper zu zucken von sich gibt. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Keine Sorge. Look who's decided to show themselves. Don, is that them? Yeah, just like the lad predicted. They're approaching from the northeast. You heard the man. To the bridge. Got it. Und natürlich dürfen wir das sogar selber spielen. Ich will springen. Das Leben ergibt keinen Sinn mehr. Das war ein bisschen unsensibel, ne? Tut mir leid. So. Dann, was geht ab? Oh, there you are. What's the situation? Just what you predicted it would be. Look at the display. Altitude of 1560 arc, entering Liberian territory from the northeast at 2100 sec per hour. With that kind of altitude and speed, they aren't normal ships. Looks like the special radar of yours is working, eh? Don't congratulate me yet. We don't know who they are. It's possible they're Erebonian scout ships or something. Cal, do we have any visual contact yet? Got them. Sending the image to your display. Wisst ihr, was ich meine jetzt auch mit den Rändern hier? Das wirkt schon so, als ob das ganze Spiel für 4:3 gemacht worden wäre, ne? Als ob die Ränder deswegen auch immer mehr vom Bild zeigen als eigentlich gewollt. No, there's no doubt. That's our target. Well, that's the stage set. Then. Now it gets exciting. Let's do this then. Let, you're ready for this, right? Absolutely. Once I'm in place, begin immediately. Don, Kyle, Gisette. Thank you for everything. Our relationship may have been based on a contract, but I'm glad I met you. What? Huh? It would be a bit more appropriate to say it once the mission's over with. But I may not get the opportunity, so let me say it now. Thank you. Be well, everyone. Er ist auch eiskalt geworden, ne? Dieser krasse kleine, ich möchte ein Wort mit F sagen, das ich nicht sagen wollte und sich auf Zwicker reimt. He just... dramatic till the very end. Even at the very end you managed to be so uncute. What's all this thank you business with a face like you're walking to your execution? You think hearing that'll make me happy? You think those are the words I want to hear? Gisette. Just promise me that you won't do anything too crazy, that you'll come back alive. Given who I am I'm about to pick a war with, I can't guarantee anything. But I will promise this, even if I don't succeed at my goal. I will come back alive and give you all my thanks. Will that be enough? Yeah. Don't forget, I collect all my promises, Buster. Das war ein schöner kleiner Einstieg für Kapitel Nummer 6. Ach nee, ist noch gar nicht vorbei, oder? Ja, sorry. Es ist ein Schiff von Ouroboros. Altitude stable at 1559 arc, crossing into Liberian airspace now. Set course for Valeria Lake. Roger. Doesn't look like the Liberian airships notice us. Stealth functionality. Nice little piece of tech they loaded us up with. If we didn't have that doohickey, we'd be causing a bit of a fuss right about now, you know?
I mean, forget us. Imagine that would happen if those Liebel Hicks saw that monster coming for them. Don't I wish I could see that. What? Are we under attack? The hell are you idiots panicking for? Check the damn radar. Contact, one small ship approaching from 4 o'clock. Database match found. The Carport Sky Bandit ship Bobcat Rainford make. Sky Bandits? Oh, schönes Geschwindigkeitsgefühl gerade. Passt sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich finde auch in den Ingame-Graphics, in den Ingame-Zwischensequenzen ist Second Chapter, obwohl alles auf der gleichen Engine basiert und sehr gleich aussieht, wirklich einen Schritt nach vorne. Einfach weil sie mehr damit machen. Das ist so wirklich das Gefühl, sie haben das erste Spiel gemacht, wissen jetzt ganz genau, wie es funktioniert, reizen das ein bisschen aus, treiben es bei Trails from Zero und Trails to Azure auf die absolute Spitze. Und ja, so ist es. Ja komm, jetzt kann aber auch mal was passieren. Ich spule das mal ein bisschen vor, weil so viel passiert jetzt gerade nicht, ne? Diese roten Schiffe kennen wir übrigens schon. Die hatten wir auch schon mal. Now. Im ersten Spiel nämlich. Das mal ein Sprung. Kann man machen. Kann man machen. Alright, it worked. So it did. Time for us to beat it then. Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen ein sehr, sehr wagemutiger Plan, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber hey. The airship is breaking off? What do we do? Do we pursue? No, leave them alone. If they were a royal army, we'd have to pick them up, but we don't have time to bother with small fries. Understood. Right now, our only job is clearing the glorious flight path. Let's head back to base for now. We should let Sir Campanella know about the bandits. Ja, was sie nicht wissen ist, dass sie Joshua direkt in ihr Hauptquartier mitnehmen. Schöne Sequenz auch. Wirklich, also ich mag den Stil so gern. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe mich immer auf die 3D-Teile gefreut. Und ich muss einfach sagen, insgesamt gefallen mir die alten Teile mit dem Chibi-Style viel, viel besser. They're pulling out as well. Everything went exactly like he thought it would. Yeah. Josette, don't worry. It's Joshua Stray we're talking about. He'll come back safe. Yeah, he will. He's got a promise to keep after all. Ja, aber das so erfüllen wird, ich weiß ja nicht. Naja. Kapitel 6. The Whereabouts of Bonds. The Legend of Heroes in the Sky. The Second Chapter. Genau, jetzt sind wir ganz offiziell in Kapitel 6 angekommen, aber wir stehen natürlich hier wieder vor einem großen Problem. Oh boy, I was wondering if he wanted to get the last word in. The Blade Lord is bold, if nothing else. No kidding. And I really screwed up in letting him get away. Sorry guys, I've got no excuse. No, you made the right choice in letting him go. A graveyard is no place for the living to settle their arguments. Hummel though, why is that causing an itch in the back of my skull? Yeah, didn't Löwe mention that before? Do you know anything, Chloe? I don't, I'm sorry. I imagine grandmother would know something, but given that it seems to be some kind of state secret, she may not be willing to tell me until I'm older. Good point. How about you, Olivier? Hammel's in Erebonia, right? It is, although even we don't speak of it much, so it's always a surprise to hear it brought up in conversation. Oh, why is that? Hammel was a village in the southernmost reaches of the empire, near the Libellian border. I say was, for you will find it on no map of the empire today. Huh? It's not gone, is it? The village was demolished in a landslide some time ago. A number of the residents lost their lives then. As I understand it, it is now little more than empty ruins and ghosts. That's awful. So that's it, huh? But still, even if a lot of people die, there's no excuse for his actions. I have undersold the scale of the disaster, I think. Rumor says that very few of the villagers survived. Only rescue units saw precisely what happened, but few living these days can claim to know a Hamel resident. It was that bad? It's not unheard of for landslides to swallow entire settlements.
They're sometimes called mountain tsunamis because of how they create waves of pure rock and earth. It's an odd thing to suddenly bring up in context, however. I mean, what in the world would Hamel have to do with Her Majesty and General Morgan, or Liebel at all? Alas, at this point we don't know enough to confirm or deny anything. Let me poke my old nose around the various corners of the guild to see what I can find out. And enough of Hamel for now. We have other business. Business. First of all, let me give you payment for all you've done now. Genau. Zack, zack, zack. 7. We went through quite a lot with this dragon mess. You've done the name of the guild proud. You really think so? We still didn't stop whatever experiment they were running. Don't think we can claim much of a victory on this one. This also means they've conducted experiments in all of Liebel's major regions. We have to figure out what the society plans to do next as soon as we can. Yes, about that. Why don't you all take a break for a little while? Huh? Rest? But Shira just said... Oh, I heard, but I'm serious. You've been running around from Ruin to Gransel to here, solving case after case with barely me so much as time to sleep. If you don't take at least a single moment to unwind, you'll snap your springs. But we can't just take a break in the middle of something so important. We need to be able to get out there if they pull something. I don't know if we can just slack off, but the old man does have a point. The army's patrols have kicked into high gear thanks to all the dragon shenanigans. They should be able to handle any immediate danger, I think. And I've been meaning to mention, it seems Kurt's team has found it. Huh? It? Wait, like... You mean they found Ouroboros' base? Yes. Kurt reported they got a solid lead a few days ago. If they can pinpoint the base, you'll be busy again soon enough. So I really think it would be a good idea to rest while you can. Yeah, I see, huh? In that case, I'll take you up on that, Lugrin. Remember, part of a brace's duty is to ensure he can keep performing his duties. Getting rest is a part of that. True enough. Well, I guess the world ain't gonna end if we take a breather. Bracer wisdom prevails again. Zin, you are a sage and a gentleman. Ich mag diesen Stimmungsumschwung so schön. Natürlich kommt's von Olivier. Oh Gott, herrlich. Still, Lugrin, given that you're suggesting a break, I assume you have a destination in mind? Sharp, Olivier. Truth be told, I got a little something nice from Mayor Mabel. She wanted it separate from your normal pay for the dragon business. Huh? What else could she be paying us with? Or just a reservation at the Kingfisher Inn on the lakefront to the south. She's paid for all of you to stay there for 3 days. Seriously? Sweet! Ah, the hospitality of Bose's beautiful mayor once again shines like a beacon through the fog of weariness. Yeah, yes, it's just like Mabel to do something like this. So we're going on a vacation, right? To the Kingfisher Inn? That's right. It's a luxurious, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Luxurious inn with a fantastic view of Valeria Lake. They're famous for their food, fine spirits, and they provide boats for going out onto the lake. That sounds great. This does sound like a nice little vacation. Yeah, if we gotta take a load off, Kingfish is close to the best place in Liebel to do it. You got that right. Let's not waste Mayor Mabel's kindness, guys. Come on. Form Party. Ich möchte auf jeden Fall Tita und die. Und des Levels wegen nehme ich noch Agathe dazu. Und ich würde sagen, auf geht die Luzi. Well then, we'll head for the Kingfisher Inn ahead of you. Thanks for doing this, guys. Make sure we all get checked in. Lugren called ahead, so getting rooms for everyone shouldn't be too hard. Never fear, leave it to us. Tschüss. Finde ich aber auch schön von der Geschichte gemacht, dass sie erklärt, okay, die anderen gehen dann halt einfach vor. Fertig. Okay, so we should probably check the guild board just in case, don't you think? I mean, the whole dragon mess has died down, but it might have kicked up some other issues and I'm still kind of worried. Lugren did have kind of a point, remember? Let's not kill ourselves on work for once and actually go enjoy a bit of a rest. You have a point. Alright, let's just tie up the loose ends and head to Valeria Lake. Das werden wir natürlich nicht machen. Moment. Ich muss gerade mal selber was gucken.
Earned BP. 256. Zack, zack. Das war doch ein voller Erfolg. Und wir haben noch neue Mission. Memories of Distant Days. Merchant Escort. Ich gucke gerade nur kurz nebenbei. Ich muss mich mal gucken. Ich glaube, es gibt noch ein paar Bücher, die wir mitnehmen können. In Hakengate soll Carlos eins haben. Und später noch in Ravenue Village. Da muss ich mal kurz gucken. Was ist denn jetzt am klügsten? Moment, habe ich die jetzt nicht angenommen? Doch. Searching for a relative who went missing 10 years ago. For details, please come for an explanation from me. Ja, das ist hier. Dann machen wir das einfach direkt. Kirches Inn ist die Bar, meine ich, ne? Machen wir das. Sind Sie unsere Auftraggeberin? Ja. Pardon, can I have a moment? Ich weiß ganz genau, worum es hier geht. Findige Leute, die auf dem Hauptkanal unterwegs waren, werden auch gleich merken, worum es geht. Denn das war Teil der Beispielsquest, warum Trails so genial ist. Und ich finde das auch wirklich einfach toll. Pardon, can I have a moment? Of course, what is it? Are you Corner? We're from the Bracer Guild. Oh my, yes, thank you for coming. I've been waiting. This must be about my request. Nice to meet you then. I'm Estelle Bright, Senior Bracer. My apologies for calling on you like this, but I fear I have no other resources left to me. This will take some time to explain. Can you hear me out? Yes. Of course, go ahead. No need to stand around like this. How about we have a seat? Good idea. Let me see if I can climb us a table. So from your posting, ma'am, you're searching for someone, right? Something about a person missing for 10 years? Yes, I'm searching for my niece. Her name is Raini. If she's alive, she would be about 20 now. Wait, if she's alive, I don't quite... Wait, 10 years ago? I think I get what this is about now. The 100 Days War, yes? Oh, yes, exactly. When hostilities broke out, my sister was staying in this city. She wasn't able to get out before the Imperial Army reached the city. Thanks to an acquaintance of my sister's, I soon learned of her and her husband's passing. And while I never had word of exactly what happened to Raini, well, it was easy to just assume. It's been 10 long years. I'd completely given up assuming Raini had long since joined the goddess, but very recently I learned something new. A source told me that Raini had not only survived, but had been adopted by someone here in Bose. So then you think Raini is alive? Honestly, I don't know. I barely dare to hope. And what's worse, my source was vague. I have no idea who adopted her. That makes things harder. But my heart tells me to believe. To believe that sweet little girl my sister loved is still alive. I must believe, which is why I beg you, help me. I think we can all understand where you're coming from, ma'am. I definitely think it's worth investigating. We don't have much in the way of clues though. All we have is a name and an age, right? I do have a photograph of Raini as well. A photo? That'd help. Yes, it's not much, but... Oh, she's so cute. Und ihr könnt euch schon denken, es ist eine Person, die wir schon sehr gut kennen. Und es wird euch nicht überraschen, wer es ist. Ich meine, Leute, es ist wirklich ziemlich offensichtlich. Yeah, no kidding. She's what, 10 in this photo, right? Yes, it was taken right on her 10th birthday. Just before her family left on holiday. Huh? Estelle, what's wrong? Oh, it's nothing really. I was just kinda mad, I guess. An innocent kid like that caught up in that stupid war. Yeah, I know what you mean, Estelle. Which is why it's our duty to reunite this girl with her family. Yeah. We'd like to borrow the photograph if you don't mind, ma'am. Please, by all means. Well, we know what she looks like now, but how are we actually gonna do this? Raini could be anywhere. She might not even be in Bose anymore.
If nothing else, we do have that photo. We can show it around and see if anyone remembers or recognizes her. Do you think that'll work? Yeah, it should. I mean, in some ways, 10 years ain't that long. Even if they don't remember exactly where she is, they at least remember who she is. This is our best shot, I guess. Let's start asking around then. Please, you are my only hope. Help me, Obi-Wan. If you can find anything out, come by here again. So, Leute, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, also ich habe schon beim ersten Mal gedacht, ich weiß sofort, wer das ist und lass uns gar nicht mehr um den heißen Brei rumreden. Es ist Laila. Leute, es ist auf jeden Fall Laila. Das ist jetzt nicht so schwer. Okay, hier ist keine Laila. Hier ist kein Laila. Laila, wo bist du? Bist du zweite Floor, Laila? Da bist du. Hello everyone. You have my most sincere thanks for helping Miss Mabel. Yeah, I kind of feel like you're the one who suffered the most in all this. You sure you're okay? I'm fine, please do not worry on my account. More importantly, I believe you are heading to the Kingfisher Inn on Miss Mabel's invitation? You have been working very hard between the dragon case and other things. Please, enjoy this chance to relax. Miss Mabel worries after you greatly. Oh, thanks. We'll enjoy ourselves, trust me. Okay. Kann ich ihr das jetzt einfach... Items... Items, da... Use. That picture. Yeah, you see. I see. Do you have any idea who's in this photo? No, I'm afraid not. You sure? You look just a bit surprised when you saw it. Yes, I was struck by how much that girl resembles an acquaintance. I was a little unsure if it was her. I'm sorry, but I must get back to work, pardon me. Okay. Fragen wir einfach mal sie hier nach. Okay. You told us, genau, bla 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 bla. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles vorlesen. Ich hätte mir mich wahrscheinlich einfach direkt... Also das war jetzt Hauptstory-Geblabere und wir geben jetzt auch das Bild. This is... Estelle, where in the world did you get this picture? Well, jetzt erklären wir das auch. Is that so? Why has this come up now of all times? Why do I get the feeling you have some idea of what's up? I may add that. Out of curiosity, have you shown that photograph to Lila yet? Yeah, actually, we showed it to her a bit ago. Did you? No. Did she say anything? Yeah, she really freaked out for a moment when she saw it. She didn't say much of anything, though. That was so obvious she was hiding something it almost hurt. I see, blast it. Lila, why? I suppose it falls to me to explain. I think I'm a little lost. You know the girl in the picture? Of course I do. I've known the girl in that picture for ages and she's very important to me. Because the girl in that picture is Lila. Say what? Oh my. Really? Am you sure? Completely and absolutely. Lila came to our home on a certain day 10 years ago. The day the army of Erebonia began its assault on the city of Bose. No way. When father returns after assisting in the evacuation of much of the citizenry, he had a girl with him. Father would only say that she had been entrusted to him by strangers. That girl was Lila. Now that I look, she was even wearing the same clothes then, though they were bloody and torn. Yeah, that matches Corner's story and even fills in some of the gaps and questions. Looks like we have our girl. One thing though, the names. We're looking for a girl named Rainy, not Lila. Rainy? So that was Lila's old name? Yeah, that's what Corner told us at least. Hang on, you didn't know Lila's real name, Mayor Mabel? Ich finde immer noch, es hört sich an wie so ein Superheldenname. No, she never told us. Wait a tick, she didn't tell you her name? She was 10 years old, can't imagine she didn't know her own name. I wish she could have given us her name or anything in those days. When Lila came to live with us, she could barely say anything at all. How can I even describe it? It was if she was in a state where she'd forgotten how to speak entirely. How would that even...
I've heard of this happening to soldiers and folks in wars. You get into a bad enough fight, you see enough horrible stuff, and that goddamn war messed up everyone's lives. Yes, her soul was far more hurt than her body when she came to live with us. We all tried our best, but Lila always kept a little distance between herself and everyone else, so we never learned her true name. So how'd she get the name Lila then? Father gave it to her. It was inconvenient to say the least for her to remain nameless. I think we get it. Only thing to do now is just ask her. Yes, there's only one thing to do. Let me get Sarah to bring her here. I've brought her, my lady. Thank you, Sarah. Would you leave us for a bit? Of course, pardon me. Lila, come here. What would you ask of me, Miss Mabel? Our bracer friends showed me this photograph. That's certainly a familiar face, isn't it? Lila, this is you, isn't it? I think I can guess why you're remaining quiet. You're concerned about Father, aren't you? I know you feel as though you owe Father a great debt, but Lila, I don't want that to be a burden on your life, and I know he wouldn't either. A burden? Yes, it's why you haven't said anything about this all this time, isn't it? Entschuldigung. You feel obligated to remain here out of debt to what Father did. That is, well, Father said it often, didn't he? Those trapped by the shackles of the past can never blaze a new trail. Lila, you've done more for our family than could ever have been expected or asked of you. You don't need to keep shackling yourself to the past. Go meet this corner woman. Meet her and reclaim your life. Miss Mabel, I understand what you're trying to say. Unfortunately, however, the Raini you are searching for is no longer with us. Huh? What do you mean? Raini was killed in the 100 Days War, alongside her parents. She rests peacefully somewhere in this land. That is what I've told myself all these years. Because if I didn't, it would be too sad, too lonely to bear. Oh, Lila. Lila, du Kleine, ich kann doch nicht glauben, ne? I've been such an idiot. You've been bearing all this within you all this time. I should have... Lila, I don't think you need to lie to yourself anymore, don't you? I'm sorry? Maya, Mabel, Sarah, Mayne, the people of the market. I bet a lot of of others around town too. Everyone thinks of you as part of their family, Lila. There's no way you're alone anymore. Estelle? Yeah, Estelle's right. Think so as well. Damn straight. Lila, are you listening? Do you see what they mean? You're one of the most... No, with Father gone, you're the most precious, important person in my life. So saying you're alone like that, please don't say something so terribly sad. You've never been alone, Lila, ever. Ich mag, dass das hier so eine... Ja, eine Liebschaft zwischen den beiden angedeutet wird. Und das wird tatsächlich in Teil 3 auch nochmal vertieft. Deswegen, ich mag das eigentlich ganz gern. Vor allem einfach auf einer sehr reinen emotionalen Ebene einfach. Ohne irgendwie einen großen Geschnulz, ohne irgendwie einfach wegen Schauwert. Einfach nur, weil es so ist, weil das passiert, weil das Leben ist, Leute. Miss Mabel and Lila, lying to yourself to forget something painful? It's exactly what Father hated to see, someone trapped by their past. Father entrusted us both with such a valuable lesson. Please don't let it go to waste. Lila, go meet Corner, please. Or does what Father taught us mean so little to you? Very well, I'll accept defeat. Miss Mabel, you're terrible. How is anyone meant to say no to an argument like that? That, my dear Lila, is the secret to driving a hard bargain. Always good to see a happy ending to stuff like this. Phew, good to see that's all settled. Yes, I'm glad. Come on then, let's go meet her. Pardon? You coming, Mabel? Hey, it's cool. She's basically going to be representing her old man. I can get behind that. Yes, precisely. Come on, Lila, let's be off. Alright, I'll accompany you then. Oh no, you don't. I'm the one accompanying you this time. Come on, get in front of me. Left, right, let's go. But it's okay, Lila. After all, you're the star this time. Precisely. See? Listen to the smart bracer lady.
Come on, hurry now. I'll be right behind you. Mabel. I see. To think things got so complicated. Rainy, I'm so sorry we didn't come looking for you. I wish we could have found you sooner. No, Auntie, don't apologize. It wasn't anyone's fault except maybe that of the times. And over the last 10 years, I can honestly say I've been very happy. Miss Mabel, thank you so very much. I owe you and your father a debt that can never be repaid. No, not at all. If anything, I should be grateful to you and your sister and her husband. Lila has been such an important part of my life. I should say Raini, I'm sorry. No, please call her as you have. That is the name she has here, after all. I'm just glad to know she has been safe and happy, no matter her name. Miss Mabel, I beg you, please continue to take care of her. Oh, well, I would certainly love for her to remain with us, but do you not intend to take her home with you? Oh, I planned to at first, of course, but seeing her now, I couldn't be so cruel. To continue living here with the people she loves and all her friends. No one who loves her could take that away from her. Auntie Corner. Now, Dumpling, don't make that face. Of course, I do hope you'll visit your uncle and me every once in a while. I know the distance will make it difficult, but we would both love it. Why would distance be an issue? I didn't mention it, but our home is quite far away. You know where the Lemon State is, I take it? The Lemon State? Of course I've heard of it. That's where the guild has its training ground and headquarters. Yeah, I think most braces know about it. I see, so Lila's not from Liebel. It does sort of explain the kind of unique feeling she's always given off. Even by airship, it is quite a trip. I do hope you will come and visit someday. But even then, I will still keep in touch. I will too. And I promise I'll find time to visit. I'll be counting the days until then. Now, Raini, let me get another good look at you. You really are the image of your mother. I look like mother? That you do, not just in appearance, but even in the way you move, your speech. You really are so like your mother when she was your age. I'm sure she has been watching over you. Your wonderful new friends and family, it's what she would have wanted. Live happily, Marini, for your mother's sakes as well. I will, Auntie. I promise I will. Das ist eine wunderschöne, traurige, aber auch wunderschöne Geschichte. Say, Lila. Yes, Miss Mabel. But what we were discussing earlier, when were you planning on doing it? My trip back to Lemon, you mean? I haven't quite decided yet. Alright, just be sure and let me know when you're going well in advance, okay? I'll need to adjust my schedule. What do you mean, Miss Mabel? Well, I am going with you after all. I really want to see what your home was like. Besides what? I was thinking it would be really nice to hear some stories from your childhood. I know you've heard all sorts of stories about me from before you came to live here. And I need to find some kind of embarrassing chink in that armor of yours. I won't be able to do anything with you. So you're after my naughtiest secrets? Well, I'm afraid I shall have to disappoint you, Miss Mabel. My early childhood was one of exquisite conduct. Unlike certain infamous tomboys who would be scandalized should their past be made public, I have nothing to fear. Oh, really? I wouldn't underestimate my ability to sniff out the truth if I were you. Well, let's see what you can manage. I'll let you know as soon as I've made a decision. Please do, Lila. Anyway, what's on the agenda for today? You have your regularly scheduled meetings inside the manor from morning until tea time. After what you will be blah 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 blah. Wait, the review board? That's today? Oh, idiots, just strike me dead. I have to read this applicant evaluations right away. Lila, hurry, we've got to move. Oh goodness, something tells me I won't be going to Lemon for a while. Das ist so eine kleine, süße Liebesgeschichte zwischen denen. Kann mir auch keiner irgendwas anderes erzählen. Nee, falsch hier. Ach, das gehört noch hierzu. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Merchant Escort. Moment. Ich muss gerade gucken wegen der Bücher. Ach genau, das hatte ich ganz vergessen. Ich muss mal kurz auf meine
Karte hier gucken. Haken geht, genau, das hatte ich ganz vergessen. Das wollte ich auch noch machen. Ja, ich bin gerade aus dem Spiel rausgesprungen, deswegen ruckelt die Aufnahme leider so ein bisschen. Also es müsst ihr jetzt leider echt ein bisschen verzeihen. Ich würde sagen, das kriegen wir aber hin, weil ich werde jetzt... Guck, jetzt ist es auch schon wieder weg, jetzt läuft das schon wieder. War wohl gerade einfach nur so. Ich bin aus Versehen gerade rausgesprungen. Ich möchte aber noch das Buch mitnehmen. Vom Haken geht. Gambler Jack Volume 9 sollte es da geben. Ja, ist jetzt läuft ein bisschen unrund. Ich merke es gerade selber. Es tut mir sehr leid. Aber gelitten. So, da haben wir es. Ich mag das so sehr, weil diese Geschichte mit Laila, die ist A, wirklich gut gemacht und B, ey, die könnt ihr halt so maximal verpassen. Das ist halt alles so optional und das sind ja sogar schon Hauptnebenfiguren. Es gibt natürlich auch noch die ganz Nebenfiguren, sowas wie Anton oder so, den ihr komplett verpassen könnt. Wir müssen jetzt Carlos übrigens suchen. Carlos, nein, Sentry ist doch kein Name dann, oder? Bist du es? Carlos, ja. Bla 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 bla. Gambler Jack Volume 9. Nice. So, jetzt können wir uns dem Merchant Escort widmen. Looking for Brace Escort to Revenue Village. Person to be escorted is one young woman. Request is only for one-way contact at Southbox Central Street. Okay, also im Grunde genommen einfach wieder Bose, südlicher Teil der Stadt. Und da muss ich irgendwie gucken, dass ich die richtige Person finde. Und ich krieg's gerade schon wieder nicht hin, an den Leuten vorbeizulaufen. Aber so ist das Leben. So, jetzt aber. Und noch ein Bildschirm nach unten laufen. Ja, das ist die Krux. Ich beschwere mich da viel zu oft drüber, aber es ist die Krux mit den ganzen Nebenmissionen und der Welt, dass man nicht schnell reisen kann. Das ist schon etwas, was dann irgendwann ein bisschen nervig wird. Okay, wir müssen in den Süden. Das tut mir wirklich leid mit dem Geruckel. Das ist jetzt für diese Folge leider so. Ihr müsst es hinnehmen, aber es macht ja die Geschichten nicht schlechter. So, nee, das ist auch ein Dingens. Boah, ey, diese Bezeichnungen, die bringen mir halt überhaupt gar nichts. Nee, das ist ja das Haus. Stimmt, das ist Quatsch. Hier vielleicht. Warte, wir können doch mal gucken. Client ist Mirano. Das heißt, das ist ein Teddybär, der wird vermutlich keine Aufträge geben, wenn doch. Respekt, also wirklich. Cecil. Trino. My girl Mirano did better than I expected. Get an Imperial Merchant right in our pocket. It's my Docker. Aha, Mirano. Bist du's? Excuse me, you're Miss Mirano, right? Ah, sehr gut. Das war jetzt sehr viel Glück, aber das gefällt mir. Yes, that's right. You all must be bracers? That's right, ma'am. Your posting said you were looking for an escort to Ravenue Village? That's right. I'd like to head to that lovely little town and have a look at their orchards. Diese Früchte-Dinger halt. Though, if I may, you look like a little young for a bracer. Are you quite sure you can do this? Excuse me, ma'am. I am a certified senior bracer. I'm totally capable of doing this. I'll vouch for her abilities. If that's not good enough, then you're welcome to find someone else, ma'am. Oh my, I suppose you really can't judge by a cover. I always like putting my own covers on my books anyway. I'll trust you, young lady. How about it? Shall we be off? Yes, sure, we are ready when you are. Very good, let's be off then. So we're going to Ravenue, right? In that case, we'll want to head out the west gate of the city. Yes, that's right, and then up to the mountain road. I'll meet you by the west gate. I imagine you have a few things to prepare before you go. Yeah, a little prep time would be great, thanks. We'll be right there. Very good. Don't keep me waiting for long. Ich weiß übrigens sogar noch, weil das habe ich mehrmals versucht.
Let's get going, genau. Das Ding ist, hier kann man Bonus Bracer Points kriegen, wenn man keinen Kampf betritt. Und das ist gar nicht so einfach. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ah, there you are. Weil ich habe jetzt hier keinen Speicherstand gemacht, das heißt, es kann halt auch sein, dass es schief läuft, ne? I've been waiting. Shall we proceed then? Whenever you're ready, ma'am. Our goal is Ravenue Village, right? Yeah, we all know that road by now, but don't forget, we're escorting a civvy. Let's avoid monsters along the road as much as we can. Yeah, quite so. What a waste of time to fight would be, too. Why keep me out of danger and I may just give you all a nice little bonus. Genau, also das finde ich aber auch hier gut gemacht. Die Mission sagt relativ klar, dass man das nicht machen sollte. Entsprechend werden wir jetzt aber auch hier ein bisschen vorsichtiger lang gehen und Gegner sehr stark meiden. Da bietet sich natürlich auch das Augment an, das wir benutzen, wo wir die Gegner auch auf der Karte sehen. Hier jetzt das erstmal wirklich komplett großartig, dass wir das haben. Und wir sind natürlich hier schon beim Ravenue Village Part. Aber das ist auch der einfache Part. Das Schwierige ist jetzt der Ravenue Trail. Erstmal ruckelt's wie Saus. Tut mir leid, das ist 100%, weil ich aus dem Spiel rausgesprungen bin. Das zweite ist, hier kommt man sehr leicht in Gegner rein, weil der Pfad einfach sehr schmal ist. Das heißt, hier müssen wir besonders aufpassen. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Schön. Geschafft. Das war ja einfach. Sehr schön. Ja. Wunderschön. Ein leeres Feld. Da hat sie sich bestimmt auch anders vorgestellt. So it's exactly as I'd heard. They've already started to rebuild their Arcaden, little by little. We ain't gonna get it all back in a day, but they're going in the right direction, that's for sure. Yeah, they're getting all kinds of help from all over too. I'm sure they'll be just fine. Yes, I believe in them. I wish we merchants could be of some aid to them. Huh? Mirani, are you thinking of trying to save Ravenue? Oh my, no, I have no intention of setting myself up as some kind of savior to these people. I'm ultimately just here for business. I'm going to look at the orchids and get a feel for how bad the situation is. Of course, if things are looking up, I can always invest. Well then, I should be getting to work. Okay, that means this is goodbye then. It is indeed. I must declare I sorely misjudged you earlier. I'll contact Lugren and arrange a bonus for you. Oh, really? Why would I lie about a thing like that? You've earned it. Be careful on your way back. We will be. Good luck with your work. Bye-bye. Ich muss gerade mal kurz das nachschauen. Nicht wundern. Schau an. Das machen wir noch eben. Wir haben noch eine versteckte, also wir haben jetzt zwar hier 2 Missionen geschafft, aber es gibt offensichtlich hier noch eine versteckte Mission bei der Mine. Das ist so ein Punkt, wo ich meine, wenn ihr das Spiel so spielt, wie es vorgesehen ist und alles frei erkundet, dann findet ihr das auch. Weil denkt euch immer, ihr müsst eigentlich bei jedes Mal, wenn ihr einen bestimmten Storybeat geschafft habt und irgendeinen Dungeon besiegt oder irgendeinen Gegner geschafft habt oder ein Kapitel absolviert habt und ihr seid wieder in einem Gebiet, das ihr so schon erkundet habt, das ist egal. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall nochmal alles mit allen sprechen, alles erkunden, nochmal überall nachschauen. Dann findet ihr auch alles. Aber das machen wir in diesem Walkthrough nicht. Deswegen habe ich mir solche Sachen natürlich aufgeschrieben. Das heißt, hier gibt es jetzt noch eine. Guck mal, hier können wir uns erstmal heilen. Hier gibt es noch eine Nebenmission. So. Sir, we can't handle these things on our own. We have got to contact headquarters for reinforcements. They're that strong? Yes, sir, I've never seen monsters like these before. Gehenna, I wonder if they're even monsters, really. Hey, what's up? Who are you? You know, I kinda wish people would start recognizing the badge on sight. We're bracers. Bracers, huh? What's up exactly? Some kind of trouble? Yes, you could say that. Something completely unexpected has occurred here. Completely unexpected? What happened? Well, you see,
Monsters have appeared in this abandoned mine. What the hell's completely unexpected about that? Monsters infestations occur almost daily in some places. That's true, but you see, the monsters here are not normal monsters. Are you guys sure you're not just like overreacting or something? It's true, I say. They're goddamn insects made of metal. They sprang out of nowhere all throughout the mine. Insects made of metal? Okay, those do sound kind of weird. My squad's mission is to ensure local security. Unfortunately, we don't have the kind of firepower necessary to deal with unknown monsters. This is all a stone's throw from Ravenir village, however. We can't just ignore an infestation of unknown creatures near an inhabited area either. And so we show up at just the right time. I kind of think I see where this is going. I guess I'm pretty easy to read at this point, huh? Still, this is becoming fairly common, isn't it? The guild and army helping one another, I mean. I'm sorry to ask this of you, but could you help us? Yeah, easy! It's our duty to investigate stuff like this after all. Thank you, we'll owe you after this. Ja, bla 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 bla. Komm, wir wollen jetzt ballern. Alright, machen wir rein. Ja, bla bla bla. Ich kürze jetzt immer ein bisschen ab, weil ihr kennt das ja mittlerweile schon. Aber ich finde, jetzt ist so ein Punkt. Unknown Arts, you kidding? Ja, bla 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 bla. Es ist ein Punkt gekommen, jetzt wird sehr, sehr viel um den heißen Brei rumgeredet. Bei einer Nebenmission, die wir ja wirklich auch verpassen können. Da möchte ich wirklich einfach durch, weil es ist nichts. Es ist vielleicht ganz interessant, dass das Metallgegner sind, die hier plötzlich auftauchen, aber am Ende des Tages ballern wir uns halt einfach durch die Mine. Fertig. Wir laufen hier einmal rum und ihr kennt sie ja noch aus dem letzten Spiel. Hier ist dieser, ja, mehr oder weniger Kringel. Und ihr seht schon, das sind im Grunde genommen, wie heißen die denn immer? Vogel. Also das sind halt Ouroboros-Maschinen. Wie heißen die denn nochmal? Ich komme gar nicht. Ich komme gar nicht drauf. Ist auch wurscht. Genau, hier geht's nicht lang. Oh Gott. Aber hier links gibt's noch eine coole. Da könnte noch was sein. Ist aber nicht. Na toll. Dann gehen wir nach links. Und wahrscheinlich sind auf dem Hof gleich auch nochmal welche. Oh Gott, das mit dem Geruckel, tut mir leid, da bin ich wirklich schuld. Da kann das Spiel nichts für. Das passiert, wenn man aus Versehen aus dem Spiel rausspringt. Das kann natürlich bei Konsolensachen nicht so einfach passieren. Das ist jetzt wirklich, wirklich meine Schuld. Und ich weiß auch, dass das meine Schuld ist, also sorry. Das Einzige, was mich gerade bei Tita richtig stört, ihre Reichweite ist echt sehr begrenzt. Ist vielleicht aber auch meine Schuld, so, da gibt's nichts mehr. Dann einmal hier rüber. Hier unten vielleicht. Ne, hier ist nur die Truhe, die haben wir ja auch schon. Hier ist eine Sackgasse, hier geht's einmal rum. Hier links vielleicht, yep, sehr schön. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Tita kommt wieder nirgendwo dran, was kann die eigentlich, ey, ganz ehrlich. Tschüss und das war's. Hier ist eine Sackgasse. Es tut mir leid, das ist jetzt wahrscheinlich richtig uninteressant, aber ich muss gerade in meinem Kopf so ein bisschen... Wir haben diese Map zwar gerade erst gemacht, aber ich will auch echt keinen Raum verpassen. Wir wollen natürlich alle wegballern, ne? Hier ist nichts. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Hier irgendwo? Okay. Warte mal, vielleicht können wir jetzt ja auch in Bereiche rein, in die wir sonst noch gar nicht rein konnten, weil hier ja immer Sequenzen waren. Spannend. Aha. Schaut mal an, eine Truhe. Crimson Eye. I've been waiting for this day. I'm the Batman. Nein, nicht wirklich. Aber hier, glaube ich, hat sich gerade irgendwo was bewegt, oder? Bilde ich mir das ein? Jetzt ich bin gerade wirklich sehr verwirrt. Dass hier so auf der offenen Fläche so gar nichts ist, das macht mich ein bisschen fertig. Aber hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. Siehst du, lohnt sich also auf jeden Fall auch nochmal hier hinzugehen. Okay, zack. So, jetzt aber Tita. Triff mal was.
Sehr schön, nämlich 2 gleichzeitig. Das ist doch, mehr wollte ich doch gar nicht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das hat sich doch schon gelohnt. Ach, schau an, hier sind wir quasi auf der anderen Seite. Nicht nur quasi, wir sind auf der anderen Seite wieder rausgekommen von der eingestürzten Brücke. Da waren wir auch noch gar nicht. Aber ich finde nicht noch mehr. Müssten nicht eigentlich auf diesem Hof hier welche sein? Das macht mich ein bisschen fertig gerade. Ne, da waren wir schon. Also mich irritiert das gerade einfach total. Dass hier gar nichts ist. Findet ihr nicht auch, dass hier irgendwas hätte sein sollen? Aber hier ist ja nirgendwo mal was. Ei, ei, ei. Es ist vorbei. Mit der freundlichen Liebelei. Also ich hätte schon erwartet, dass hier irgendwas ist. Auf dieser Ghost. Aber guck mal, hier ist noch einer. Vielleicht ist da ja auch einfach gar keiner. Ich bilde mir das einfach maximal ein. Oh shit. Und, naja, mach mal. Und, das ist jetzt schon der letzte und auf dieser offenen Fläche ist einfach gar keiner. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, mach mal. Du bist ein ganz doller Hecht, bist trotzdem tot. Hat dir einfach nichts gebracht. War's das jetzt? Slew all monsters. Ja, Tatsache. Okay, gut. Würde ich mich nicht drüber beschweren, ne? Dann gehen wir aber auch schön wieder hier raus. Oh Gott, dieses Geruckel, das tut mir so leid. Das wird in der nächsten Folge, werde ich peinlichst darauf achten, nicht aus Versehen auf ein Spiel rauszutappen. Eieiei, schön ist das nicht. So. How goes it? Your insects are all stomped. Adapt you guys. Orchisms. Die Orchisms sind das. So, Entschuldigung. Genau, we leave the rest to you. You really did. What a relief. Bla 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 bla. Ja, es ist halt inhaltlich jetzt nicht die wahnsinnig spannende super Quest. Bla bla bla. So, das kürzen wir jetzt ab. Wie gesagt, inhaltlich wirklich nicht der Rede wert. Was passiert hier? Aha. Mich jetzt nochmal geschaut, dass die Dinger... Oh boy, looks like we had a real number done on us. Aha. Sind nämlich dann doch von Ouroboros. Wasn't expecting braces to show up here. Looks like our little guys put up the best fight they could, but it wasn't enough. Damn Bray, why did they always get in my way? Huh, you know those fools? Ah, forget it, I don't want to talk about it. Let's just hurry and gather up the remains. Yeah, let's get out of here. There was a fine test for our little archaisms. Nicht Orchisms, archaisms. Still, they seemed to have their hands full taking on a simple patrol unit. I doubt they'll last long. Und das, Leute, wird der Running Gag überhaupt. So, ich möchte mich jetzt aber kurz hier noch heilen. Dieser Typ, den kennt ihr alle auch noch aus dem letzten Spiel. Und es gibt jetzt noch... Aber nein, ich fast verschluckt. Entschuldigung. Nicht bequem. Diesen Typ kennt ihr alle. Das wird so lustig noch mit dem. So viel kann ich versprechen. Und zwar weit über dieses Spiel hinaus. Sehr, sehr weit über dieses Spiel hinaus. Und ich liebe es. Es gibt bestimmt Leute, die das super nervig finden, aber ich liebe es. Wir brauchen nämlich hier noch, können wir noch ein Buch mitnehmen. Und zwar am Hotel, das da ist hier. Hier? Einer von denen soll ein Buch haben. Hey, Miss Bracer, babababab, genau. Give you this book, Volume 8. See you later, Alligator.
okay. Und wir rennen jetzt natürlich noch kurz zurück und holen uns unsere wohlverdienten Bracer Points, weil das war dann alles an Nebenmissionen. Und ich kann so viel verraten, weil ich das noch aus guter Quelle weiß. Ich muss mich natürlich auch immer wieder, weil ich ja nicht alles am Stück spiele, immer mal wieder noch reinarbeiten und gucken, wo ich gerade bin, was so kommt, was realistisch ist in der nächsten Folge zu schaffen. Nur so mal, damit ihr so eine kleine Einsicht habt, warum ich manchmal ganz genau weiß, was als nächstes kommt, auch wenn es länger her ist. Ich weiß, dass für die nächsten 2 Kapiteln, also inklusive diesen, keine Nebenmissionen mehr kommen. Entsprechend wird es ab nächster Folge nur noch Hauptstory geben. Und das wird verdammt awesome. Deswegen reporten wir jetzt nochmal kurz unsere Punkte. 5 Bracer Point, 3 plus 2 und dann nochmal meine Extraction 6 und dann haben wir 272 Bracer Points. Und können uns damit auf nächste Folge freuen, denn ab da wird es wirklich nur noch Hauptmissionen geben. Das für eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich hoffe, ihr habt daran genauso viel Spaß wie ich. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschüss!